Wir erfassen die Welt mit unseren Augen. Doch was, wenn sich unsere Sicht trübt? Oder gar ganz verloren geht? Hornhautbedingte Blindheit, in Entwicklungsgesellschaften wie Kamerun existenzgefährdend. Die Chance, eine Augen-Hornhautspende. My aim is that we should have more cornea specialists, more trained staff in cornea, and get access to cornea bank. That's my dream. Doch der Aufbau einer eigenen Hornhautbank für die Aufbereitung von Gewebetransplantaten setzt eine sich selbst erhaltene Gewebespende voraus. In Kamerun ist das noch ein weiter Weg. The corpse is something that is very important in African culture. So to change the mentality from, protecting the corpse to donating is a little bit difficult. So that is the big challenge. Dieser Herausforderung begegnet man im Team. Nach Corona-bedingter Pause reisen die Augenärzte Dr. Christoph Schmidt und Professor Frank Wilhelm sowie die Techniker Jürgen Pagel und Thomas Kalibe in den Westen Kameruns, genauer nach Bafoussam. Die DGFG unterstützt erneut die augenärztliche Initiative aus Mecklenburg-Vorpommern mit 9 Hornhauttransplantaten. Ja, ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt, weil so die Räumlichkeiten und das Ganze umherum und wenn man hier ankommt, der extreme Unterschied zu Deutschland. Der ist so extrem, dass es eigentlich für einen, der nicht hier war, das gesehen hat, sich eigentlich nicht vorstellen kann. Im Fernsehen zu sehen und zu denken, wie es hier ist, kann man sich nicht vorstellen. Man muss es gesehen haben. Ne? Und man sieht dann ein, dass Hilfe gebraucht wird. Ne? Wir werden in den nächsten Tagen die Geräte, die hier schon stehen, die wir hergeschickt haben, kontrollieren, ob die richtig angeschlossen sind, dass sie funktionieren, was wir noch machen können, machen wir. Basically what we did this week with German people, German doctors, was to screen patients and also to do the cornea transplantation for those that are in need. Unfortunately, the need is so big. No surgery, no. We had on our list more than 200 patients. And we just received 9 corneas. Diese kommen aus verschiedenen Gewebebanken des Netzwerkes. Hannover, Halle, Sulzbach, Rostock und Schwerin. In Deutschland ermöglicht die DGFG-Netzwerkstruktur kurze Wartezeiten auf eine Spenderhornhaut. In Kamerun hingegen warten Patienten möglicherweise ein Leben lang. Dabei ist die Not groß. Mostly you will see people that had accident on the eye and develop cornea scars. You will also have people with recurrent herpes keratitis that finally also end up with the scar. And in few cases, we have cornea dystrophies. Der vollständige Ersatz durch eine Spenderhornhaut, eine sogenannte perforierende Keratoplastik, bedeutet für viele die Rettung vor Blindheit. Darauf hofft auch die 49-jährige Hélène, die bei einem Säureangriff ihr rechtes Auge verlor und seither auf Hilfe angewiesen ist. It's not an easy before the operation because the vision was not really clear. So she always needs someone to hold her, give her assistance to her daily activities. So
Neben Hélène erhalten 8 weitere Menschen eine Spenderhornhaut. For now, I can identify colors, even though it has not been clear yet, but I can identify colors. And you, since you are in Douala and we are here in Bafoussam, every 2 or 3 days you picture the eye and send to me on WhatsApp. But because of the close follow-up, I will still see her here in 10 days. Der Einsatz in Kamerun soll den Weg in Richtung autarke Gewebespende ebnen und ist damit mehr als Akuthilfe. We start educating them so that we start informing them that, okay, if you are able to see, yesterday you were blind, today if you are able to see, is because an European get an organ from a disease to give to you. So can you, with that story, that good story, that positive story, also allow another person to benefit from an organ from a member of your family? So that's why before transplanting each of them, we inform them where the cornea is coming from. Es geht darum, Wissen zu vermitteln, auf die Notwendigkeit der Gewebespende aufmerksam zu machen und diese nachhaltig zu fördern. Dem hat sich die DGFG über Grenzen hinweg verschrieben.